Wir sind Hans und Isa und machen einen 60-Tage-Roadtrip durch die USA und nehmen euch dabei mit. Dabei durchqueren wir 8 Staaten im Westen Amerikas. Wir haben Bock auf Wandern, Campen und Abenteuer. Bleibt dran und abonniert, wenn ihr davon nichts verpassen wollt. Around the world, around the world, around the world, around the world. Hans und Isa, around the world. Gerade befinden wir uns in Hurricane, Utah. Hier machen wir morgen die Angels Landing Wanderung. Die ist so bekannt, dass man dafür eine Lotterie gewinnen muss, um sie machen zu können. Wir hatten Glück und freuen uns schon riesig. Jetzt spulen wir aber erstmal 3 Tage zurück und zeigen euch, wie wir von der kanadischen Grenze 1600 Kilometer durch 3 US-Staaten bis nach Hurricane gefahren sind. Jetzt geht's los. Schalalala. Hey guys, how are you? Hello! Good, how are you? I'm doing well. How many days do you plan to be in the U.S.? As many as possible. Around 90. How much cash are you guys going to be traveling with? I think $25. Yes. Okay. Wir müssen rein! Die noch nicht mal einen Stempel gegeben. 90 Tage haben wir. Sollen bloß sicherstellen, dass wir vorher raus sind. Ja, Mann! Ja! USA! 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 Hans und Isa in Montana. Herzlich willkommen in Montana, Leute! Amerika, wir sind Amerika. Auch schon bessere Tage gesehen, die Flagge auf jeden Fall. Ja, dann können wir ja jetzt losfahren, hä? Also das ist unser Hotelzimmer für die Nacht. Wir bezahlen 57 €. Und ja, kannst ja mal zeigen, wie es hier so aussieht. Kleiderschrank, Badezimmer. Toilette und Dusche. Ja, top. Ich will nichts sagen, aber zu den 2 vergangenen Nächten ein ordentliches Upgrade. Was ist denn hier für eine Kissen-Action? Das ist schon lustig auch. Hast du noch nie gesehen. Und du hast das Beste vergessen. Frühstück inklusive. Weil der Kleine morgen Geburtstag hat. Das war das günstigste, was wir gefunden haben. Das hat damit nichts zu tun. Was hast du denn da? Ich war noch mal schnell beim Frühstücksbuffet. Kaffee auffüllen, Orange holen und einen kleinen Mini-Muffin. So, wir haben jetzt ausgecheckt und Hans hat eine kleine Wanderung rausgesucht. Da fahren wir jetzt hin. Ich glaube, wir fahren 1 Stunde, oder? Ja, das passt. Wir wollen heute noch 6 Stunden Auto fahren, denn wir wollen einen Meter machen. Wir haben jetzt kurz vor 9. Das heißt, plus 6. Dann haben wir, ich kann gar nicht rechnen. 3 Uhr mittags erst. Hey, geht doch voll klar. Ja, und dann machen wir noch eine Hey, noch Wanderung mit einer Stunde Wanderung sind wir um 4 Uhr da. Nice. Easy peasy. Let's go! Hans hat heute übrigens Geburtstag. So, wir haben uns spontan dazu entschieden, hier unsere erste Nacht zu verbringen und zu campen. Nice. Wir wollten eigentlich noch bis Idaho Falls fahren, aber das wären jetzt noch 2,5 Stunden gewesen und wir hatten beide einfach keine Lust mehr. Es ist echt anstrengend, den ganzen Tag Auto zu fahren und man will auch nicht den ganzen Tag im Auto sitzen und sich ja noch bewegen. Und wir dachten uns, So geil. es ist schon recht warm. Nachts soll es zwar immer noch um die 0 Grad werden, aber Hans meinte, ist kein Problem. Deswegen, ja, wird das jetzt unsere erste Nacht Unsere erste Nacht im Zelt. im Zelt. Ja. Mann. Oh, ich freue mich. Endlich campen wir. Wir haben eben noch schnell ein paar Lebensmittel eingekauft, damit wir auch Camping vorbereitet sind. Ja. Und ich freue mich. Ich würde sagen, ich baue das Zelt auf und das Bett. Ich fange an zu kochen, sortiere die Lebensmittel.
Go! Wir sind hier übrigens auf irgendeiner Recreation-Site. Hier darf man 14 Tage kostenlos stehen. Also wir stehen jetzt diese Nacht kostenlos, das ist gut. Und ich zeige euch jetzt mal die Toiletten. Ja. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wollen wir reingucken? Hä? Ist es voll sauber? Geil. Gerade schon wieder mit der Drohne hier lang. Echt? Ja, ich muss meine nach dem Essen auch mal auspacken zum Sonnenuntergang dann. Bett habe ich eben auch schon gemacht, Leute. Hier werden wir heute Nacht schlafen. Diesem Ausblick. Aufregend. So, wir haben jetzt unser erstes leckeres Campingessen gekocht. Und es gibt Burrito-Teller, das ist unser hauseigenes Rezept. Reis mit, was ist das? Chili. Das ist eine vegane Chili on top. Dann Salat und gleich hole ich noch Tortilla-Chips, die kommen auch noch oben drüber. Lassen wir es uns mal schmecken, oder? Guten Appetit. Guten Appetit! Wir sind hier gerade einfach nur ganz unschuldig Müll wegschmeißen und dann liegt hier auf der Mülltonne Munition rum. Die sind unbenutzt. Ey, das gibt's doch auch nur in Amerika oder was? Da hat einer gedacht, ja, ich brauch den nicht mehr. Lässt er die mal hier liegen, falls sie jemand gebrauchen kann oder was? Das ist doch nicht normal. Lass liegen. Natürlich lasse ich das liegen, Junge. Was soll ich denn damit? So, wir haben jetzt lecker zu Abend gegessen. Wir waren noch eine Runde spazieren. Isabel sitzt hier drüben und ist fleißig Video am Schneiden. Ich sitze hier und bin die Sonne am Genießen. Gleich fliege ich noch eine Runde Drohne, denn ich muss üben. Die erste Nacht im Rooftop-Tent haben wir überstanden. Es war etwas kalt, aber, also für mich zumindest, für Hans glaube ich nicht, oder? Ja, man hat schon gemerkt, dass es kühl ist. Ja, es war kühl. Heute Morgen war hier der Tisch gefroren und unsere Windschutzscheibe. Also es war schon echt kalt nachts, aber wir haben uns schön warm eingemurmelt. Wir haben jetzt gerade Frühstück gemacht. Und dann packen wir gleich zusammen und fahren los, denn wir haben heute viele Kilometer vor uns und ja, die wollen wir heute mal schaffen. Wir sind in Idaho! So, wir wollten euch gerade eigentlich mal zeigen, wie man hier in den USA tankt, weil zum Bezahlen braucht man für die Kreditkarte einen ZIP-Code und unsere Karte hat keinen, deswegen mussten wir reingehen zum Bezahlen, aber das hat auch nicht geklappt. Ja, die haben dann die Karte nicht akzeptiert und wir haben vergessen, unsere Visa-Karte aufzuladen. Richtige Dumbos. Und unsere kanadische Karte hat auch nicht funktioniert. Wahrscheinlich müssen wir die irgendwie freischalten oder so. Ja. Aber dann kam hier jetzt eine richtig nette Familie, Deborah und John mit ihren Kindern und die haben einfach für uns bezahlt. Ja. Also voll lieb. Also wir haben ein bisschen mit denen geredet und so. Vorher und, schon. Ja, und die haben halt gesehen, dass wir Probleme haben und die haben einfach für uns jetzt den Tank bezahlt. Jetzt warten wir, bis das Geld überwiesen ist und dann kommen wir weiter. Aber jetzt können wir schon mal weiterfahren, immerhin. Ja. Also danke nochmal. Dankeschön. Thank you very much, guys. Übrigens haben wir gerade 90 Cent für den Liter bezahlt. Also nicht wir, sondern die anderen. Ja, und man bezahlt hier $4,20 pro Gallone. Okay, wir überfahren jetzt gerade die zweite Grenze für heute. Und zwar, wir sind in
Utah! Utah! Woo! Wir sind jetzt beim nächsten Campground angekommen, Cottonwoods. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen weiterfahren, aber die Straße war auf einmal einfach gesperrt. Aber hier ist es so, dass man, also vor ein paar Kilometern war ein Schild, dass man sich überall hinstellen darf und übernachten darf. Und nicht weit von hier ist eine Toilette, wo wir jetzt stehen. Und wir sind einfach von hier da vorne hingefahren. Und hier übernachten wir heute. Und es sieht wieder ziemlich schön aus. Haben wir wieder einen richtigen Glücksgriff. Wir geben einfach bei Google ein Freedom Camp with Toilet. Und so finden wir die. Ich habe mir auch extra eine App runtergeladen, iOverlander. Aber das ist so schwierig, da irgendwie auszufiltern und da was Vernünftiges zu finden, was nicht kostet. Dass das irgendwie jetzt so die einfachste Lösung ist. Und ich fliege jetzt wieder direkt als allererstes meine Drohne. Ja, weil ich ja fleißig üben will. Übrigens, wir haben heute nichts gemacht, außer zu fahren. Wir hatten irgendwie morgens auf dem Navi stehen 5 Stunden. Da haben wir schon gesagt, okay, wir brauchen safe eine Stunde länger. Ja, es sind 2 Stunden länger gebraucht. Also ja, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Jetzt sind wir echt froh, hier zu sein und noch ein bisschen zu entspannen. Wir sind dem Winter jetzt vollkommen entflohen und auf dem Weg, also wir sind jetzt in Utah auf dem Weg zum Zion National Park, machen gerade Rast an einer Raststätte und so sieht unser Picknick aus. Ja, und wir müssen uns schon eincremen, weil die Sonne ballert. Nach der langen Autofahrt sieht unser Auto jetzt ziemlich dreckig aus und wir werden das jetzt erst einmal waschen. Wir zeigen euch mal das vorher, nachher. Ich glaube, wir haben ein Bett zu viel. Welcome to my crib. Wir bezahlen 55 € pro Nacht und bleiben 2 Nächte. So, heute machen wir nicht mehr viel, außer einkaufen gehen und Videos schneiden und uns für die Wanderung morgen vorbereiten. Denn morgen machen wir endlich die Angels Landing Wanderung. Auf die haben wir uns schon so lange gefreut. Das soll eine der schwersten und auch gefährlichsten Wanderungen in Amerika sein. Hans glaubt das ja noch nicht so ganz, aber wir werden morgen sehen. Naja, ich denke mal, das kommt ganz darauf an, wie man fragt. Naja, sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss. Tschüss.